Vor langer Zeit, um das Jahr 1910, reiste ich alleine in den Bergen der Provence in Südfrankreich. Ich brauchte Ruhe und Frieden. Ich wanderte durch eine öde Landschaft, fast wie eine Wüste. Es gab keine Bäume, keine Blumen und fast keine Menschen. Nur Steine, trockene Büsche und der Wind. Ich war viele Tage unterwegs. Ich sah keine Häuser, keine Dörfer und fast keine Tiere. Es war schwer, Wasser zu finden, und an manchen Orten war alles trocken. Es war traurig. Eines Abends, als die Sonne unterging, fand ich endlich einen alten Mann. Er lebte in einem kleinen Steinhaus mitten in der Wüste. Der Mann hieß Elsrat Bouffier und war ungefähr 55 Jahre alt. Er war groß, stark und ruhig. Der Mann lud mich ein. Er teilte Suppe und Brot mit mir. Er war sehr freundlich und still. Sein Haus war einfach, aber ordentlich und sauber. Ich fragte mich, was er hier ganz allein in den Bergen machte. Am nächsten Morgen bekam ich die Antwort. Ich wachte früh auf. Elsrat Bouffier war schon wach. Er ging ruhig um das Haus und bereitete sich vor. Er hatte einen kleinen Sack mit vielen Eicheln dabei. Ich folgte ihm. Wir gingen in die Berge. Er trug einen langen Eisenstab und den Sack mit Eicheln. Nach einer Weile hielt er an. Er machte ein kleines Loch in die Erde mit dem Stab, legte eine Eichel hinein und bedeckte sie mit Erde. Dann ging er weiter und machte das Gleiche. Ich schaute ihn an und fragte, was machen Sie? Er antwortete ruhig, ich pflanze Bäume. Ich war überrascht. Ich dachte nicht, dass ein Mann allein so viele Bäume pflanzen konnte. Er erklärte mir, ich pflanze seit 3 Jahren Bäume. Jeden Tag pflanze ich etwa 100 Eicheln. Einige wachsen zu Bäumen. Viele sterben, aber einige überleben. Ich sah zu, wie er weiterarbeitete. Er war ruhig und konzentriert, als ob dies die wichtigste Arbeit der Welt war. Er sagte, dass sich die Landschaft eines Tages verändern würde. Ich verstand nicht ganz, aber ich spürte, dass dieser Mann besonders war. Wir arbeiteten den ganzen Tag zusammen. Ich half ihm ein bisschen beim Pflanzen. Als die Sonne unterging, war der Sack leer. Wir gingen zurück zu seinem Haus. Ich war müde, aber auch glücklich. An diesem Abend dachte ich viel über das nach, was ich gesehen hatte. Ein Mann, ganz allein, pflanzte Bäume in einer öden Landschaft. Vielleicht, dachte ich, kann er die Welt mit dieser kleinen Arbeit verändern. Die Zeit verging, und ich reiste weiter. Ich dachte oft an den alten Mann, Elsrat Bouffier, und an die Bäume, die er pflanzte. Ich fragte mich, was aus ihnen geworden war. Einige Jahre später, nach dem Ersten Weltkrieg, kehrte ich in das gleiche Gebiet zurück. Ich wollte die Berge noch einmal sehen. Als ich ankam, war ich geschockt. Ich dachte zuerst, ich wäre falsch gegangen. Die Landschaft hatte sich verändert. Es war nicht mehr öde und traurig. Es war grün. Überall wuchsen große, schöne Bäume, wo früher nur Steine und trockene Büsche waren. Ich hörte Vögel singen und sah kleine Bäche mit klarem Wasser. Ich traf einige Bauern, die in der Nähe lebten. Sie erzählten mir, dass das Wasser zurückgekommen war, weil die Bäume die Erde festhielten, und das Wasser nicht mehr weglief.
Jetzt lebten auch viele Tiere im Wald. Ich ging zu dem kleinen Haus von Elsrat Bouffier. Er lebte immer noch dort, genau wie früher. Er war älter, aber immer noch ruhig und freundlich. Er sagte zu mir, ich pflanze immer noch Bäume. Das ist meine Arbeit. Ich schaute ihn mit großer Bewunderung an. Er hatte etwas Unglaubliches geschafft. Ein Mann allein hatte eine ganze Landschaft verändert. Die Jahre vergingen, und ich besuchte das Gebiet immer wieder. Jedes Mal war es noch schöner als zuvor. Der Wald wurde größer und stärker. Jetzt gab es Hunderte, vielleicht Tausende von Bäumen. Eichen, Birken und sogar einige Kiefern bedeckten die Berge. Die Vögel waren zurückgekommen und bauten Nester in den Bäumen. Hirsche und Kaninchen liefen durch den Wald, und kleine Flüsse füllten die Gegend mit Wasser. Die Landschaft war voller Leben. Menschen begannen, zurück in die Gegend zu ziehen. Sie bauten kleine Dörfer und Höfe. Niemand wusste, dass dies wegen eines einzigen Mannes passiert war, Elsrat Bouffier, der still und alleine Bäume gepflanzt hatte. Die Menschen dachten, der Wald wäre immer schon dort gewesen. Ich fragte Bouffier, warum haben Sie niemandem erzählt, was Sie tun? Er lächelte ruhig und sagte, es ist nicht wichtig, dass die Menschen es wissen. Wichtig ist, dass die Bäume wachsen und die Erde wieder lebt. Er wollte keinen Ruhm oder Dank. Er war glücklich mit seiner Arbeit, und er pflanzte jeden Tag weiter Bäume. Ich verstand, wie besonders dieser Mann war. Während viele Menschen die Natur zerstörten, nutzte er sein Leben, um etwas Neues zu schaffen. Er arbeitete für die Zukunft, für die Erde und für uns alle. Viele Jahre später, im Jahr 1945, kam ich zum letzten Mal zurück. Der Wald war jetzt riesig. Er bedeckte die gesamten Berge. Überall war es grün und wunderschön. Die Bäume wuchsen hoch in den Himmel, und Vögel sangen in den Ästen. Bäche und Flüsse flossen klar und frisch. Das ganze Gebiet war voller Leben. Ich dachte zurück daran, wie es früher ausgesehen hatte, öde, trocken und traurig. Jetzt war es ein Paradies. All das war die Arbeit eines einzigen Mannes, Elsrat Bouffier. Er hatte über 40 Jahre lang Bäume gepflanzt, jeden Tag, in Stille. Elsrat starb ein paar Jahre später. Er starb still, genau wie er gelebt hatte. Niemand sprach über ihn, und niemand wusste, wer er war. Aber seine Arbeit lebte weiter. Der Wald, den er gepflanzt hatte, gab Menschen, Tieren und der ganzen Landschaft neues Leben. Heute leben viele Menschen in der Gegend. Sie genießen die Natur und benutzen das Wasser der Flüsse. Aber keiner von ihnen weiß, dass sie alles einem einfachen, stillen Mann verdanken, der einen Sack voller Eicheln hatte. Ich denke oft an Elsrat Bouffier. Er hat bewiesen, dass ein einziger Mensch die Welt verändern kann, einfach indem er jeden Tag etwas Kleines tut. Drücke gerne den Daumen hoch und schreibe, was du denkst, in die Kommentare. Das hilft uns, noch mehr Videos wie dieses zu erstellen.